Wer an Indien denkt, denkt automatisch auch an den Sari. Aber wusstet ihr, dass er nicht Indiens einziges Kleidungsstück ist und dass man davon sogar Hautkrebs bekommen kann? Okay, bleibt dran und erfahrt heute alles über den Sari. Way, Namaste! Herzlich willkommen bei Indien für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit an Bord seid. Heute dreht sich alles um den Sari. Erfahrt in diesem Video, was es damit auf sich hat, welche verschiedenen Stile es gibt und was die Engländer mit dem Sari zu tun haben. Legen wir gleich los, denn zum Sari gibt es viel zu sagen. Also erst einmal, was ist das eigentlich genau? Ein Sari ist ein ungenähtes Stück Stoff, das ist übrigens auch die Bedeutung auf Hindi. Es ist quasi ein Wickelrock, der auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen getragen wird. Meistens wird das verzierte Endstück Pallu genannt, über die Schulter gelegt. Die übliche Länge ist 5 bis 6 Meter, aber es gibt auch längere Varianten, wie zum Beispiel den 9 Meter langen Nowari Sari aus Maharashtra. Ein Sari ist ungefähr 1 Meter breit und in der Regel gibt es auf einer oder auf beiden Seiten einen Saum, manchmal golden, oft auch in anderen Farben. Zum Sari trägt man eine bauchfreie Bluse, die man Choli nennt. Meist ist diese kurzärmlich, so wie hier. Sie kann aber auch langärmlich sein und im Prinzip auch alles dazwischen, denn man geht sowieso zum Schneider seiner Wahl und lässt sie auf seine eigenen Maße anfertigen. Außerdem wird manchmal ein Unterrock getragen. Es gibt über 80 verschiedene Arten, einen Sari zu tragen. Das unterscheidet sich je nach Region oder Tätigkeit. Auch die Materialien und die verwendeten Farben unterscheiden sich jeweils. Deshalb kann man an der Art des Saris sehr gut feststellen, woher die Trägerin kommt oder welche Region sie darstellen will. Achtet doch einfach mal in den Bollywood-Filmen darauf. In Bengalen wird er zum Beispiel anders getragen als in Gujarat und in Tamil Nadu anders als in Maharashtra. Der bekannteste Stil, den ihr sicherlich auch alle kennt, ist der Navy-Stil. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche Variationen, zum Beispiel mit dem Pallu, mal auf dem Kopf getragen, mal als Gürtel drapiert. Ein Sari kann aus verschiedenen Stoffen gefertigt sein und seine Herstellung erfordert hohe handwerkliche Kunst. Über die Jahrhunderte haben sich unzählige regionale Formen und Webarten entwickelt. Die alle vorzustellen würde den Rahmen des Videos etwas sprengen, aber ich habe euch einen Link zu einer Übersicht in die Videobeschreibung gepackt, dieser ist allerdings auf Englisch. Üblicherweise besteht ein Sari aus Seide, Baumwolle, Georgette, Brokat oder Chiffon. Heutzutage wird jedoch häufig auch auf Polyester und maschinelle Produktion zurückgegriffen. Schon in frühester Zeit wurden auf dem indischen Subkontinent Saris und andere Wickelkleidungsstücke getragen. Die muslimischen Mogulherrscher und die Briten während der Kolonialzeit beeinflussten die indische Mode jedoch spürbar. Vor dem Eintreffen der ausländischen Eroberer war die indische Mode viel freizügiger und wurde erst seitdem den herrschenden Wertevorstellungen angepasst. Es ist kaum zu glauben, dass die Briten einmal viel konservativere Kleidung getragen haben als die Inder, oder? Jedenfalls merkt man diesen Einfluss bis heute in der indischen Mode und der populäre Navy-Stil, der den Oberkörper zum größten Teil züchtig bedeckt, ist ein Kompromiss aus britisch-viktorianischer Prüderie und indischer Tradition. Ein übliches Accessoire beim Sari ist das Badanam oder auch Kammerband genannt. Einen Kammerband gibt es übrigens auch in der indischen Männermode und diesen fanden die britischen Eroberer anscheinend so schön, dass sie ihn mit nach Europa brachten, wo er bis heute Teil vieler Smokings ist. In Deutschland nennt man das gute Stück Kummerbund, aber wie ihr jetzt wisst, hat das nichts mit Kummer zu tun, sondern kommt aus dem Hindi. Bei all den vielen Informationen über den Sari möchte ich aber ein Detail bitte nicht unter den Tisch fallen lassen. Der Sari ist keinesfalls das einzige indische Kleidungsstück. Je nach Region, Beruf oder Anlass werden in Indien verschiedene Outfits getragen und so gibt es neben dem Sari noch den Shalwar Kameez oder Punjabi Suit, das Lehenga Choli oder das Anarkali. Zum Anarkali habe ich letztens erst ein Video gemacht, ich habe es euch hier oben verlinkt. Schaut es euch doch nochmal an. Und natürlich gibt es in Indien auch westliche Kleidung, die man aber fast ausschließlich in den Städten sieht. Okay, und was ist jetzt mit dieser ominösen Hautkrebs-Sache? Also, viele, vor allem ärmere Frauen in Indien tragen täglich einen Sari. Ihren Unterrock befestigen sie üblicherweise mit einer Baumwollschnur. Und so wird eben jeden Tag auf genau die gleichen Hautpartien Druck ausgeübt. Das Klima in Indien ist warm und feucht und der Rock sitzt oft eng und reibt auf der Haut.
Das sind optimale Voraussetzungen für Geschwüre und Hautreizungen, erst recht, wenn auch Staub und Dreck an diese Stellen kommen. Auch die bunten Farbe der Stoffe sind mitverantwortlich, denn sie sind oft mit Schwermetallen versetzt. Diese Geschwüre können dann nässen, offene Wunden oder sogar Tumoren bilden. Oh, das ist gruselig. Aber ich kann Entwarnung geben, das kommt äußerst selten vor und nur unter bestimmten Voraussetzungen. Da muss wirklich schon einiges zusammenkommen. Wer also nur ab und an mal einen Sari trägt, braucht sich überhaupt gar keine Sorgen zu machen. So ihr Lieben, ich hoffe ihr wisst jetzt Bescheid über Indiens bekanntestes Kleidungsstück. Habt ihr das mit dem Hautkrebs gewusst? Und tragt ihr selber gerne Sari? Meins ist es ja nicht so ganz, ich trage am liebsten Anakelis, aber eines ist sicher, ein Sari lässt seine Trägerin wirklich absolut edel und grazil aussehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Aber natürlich freue ich mich auch einfach über einen Daumen hoch. Ja, und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Video über indischen Schmuck. Danke fürs Zuschauen, Danya Wad.